eine Eigenschaft nennen müsste, um die Menschheit zu charakterisieren, wäre das die Neugier. Vor allem aus Neugier haben sich die Menschen erst ins All und dann auf den Mond gewagt. Sie stellt uns immer wieder die Frage, woher kommen wir? Über unsere eigene Herkunft und auch die frühen Jahre des Sonnensystems können Asteroiden uns viel verraten. Darunter Ceres, ein vereister, von Einschlagkratern geprägter Zwergplanet mit einer Oberfläche 70 Mal größer als die der Schweiz, könnte bis zu 5 Mal so viel Süßwasser wie die Erde enthalten. Andere, wie zum Beispiel Psyche, enthalten dagegen große Mengen an Wertmetallen wie Nickel und Kobalt. Nun, wenn wir Asteroiden erforschen wollen, müssen wir uns zunächst darauf fortbewegen können, was auch unser Projektziel ist. Klassische Rover mit Rädern wie der Mars Rover Curiosity können hier durch die geringe Anziehungskraft aber nicht funktionieren. Durch die fehlende Atmosphäre ist Fliegen aber auch keine Option. Stattdessen bietet sich das Hüpfen an. Das hatten die Astronauten auf dem Mond bereits intuitiv gemacht, was laut Studien auch am effizientesten war. Und hier springt Space Hopper ins Bild. Mit seinen 5 Kilogramm soll Space Hopper bei der geringen Anziehungskraft von Asteroiden sich in großen Sprüngen über deren Oberfläche bewegen und so die nötigen Messungen nehmen. Durch sein modulares Design kann er diverse wissenschaftliche Instrumente mit sich tragen und so Experimente vor Ort durchführen. Daran arbeiten wir zu 10 bereits seit 9 Monaten. Mein Name ist Elna und zusammen mit Moritz stellen wir Ihnen heute unser Projekt vor. Beim Hüpfen ist die eine Sache das Abspringen. Eine ganz andere ist aber die Landung. Für eine präzise und auch effiziente Fortbewegung ist es stets wichtig, auf den Beinen zu landen. Dafür braucht es aber eine kontrollierte Flugphase. Hier hatten wir Inspiration von Videos von springenden Katzen. Okay, vielleicht nicht gerade an diesem Video. Aber hier sehen wir sehr schön, wie Katzen dazu in der Lage sind, mit Hilfe ihres Körpers, ihrer Beine und ihrem Schwanz sich in der Luft zu reorientieren. Ein ähnliches Vorgehen nutzt Space Hopper. In dieser Simulation sehen wir viele Space Hopper, welche sich versuchen, diese komplexen Bewegungen beizubringen. Das Ganze wird möglich durch künstliche Intelligenz. Ein Sprung mit Reorientieren könnte dann ungefähr so aussehen. Space Hopper nutzt hier schwungvolle Bewegungen seiner Beine, um seine Lage zu kontrollieren. Er zeichnet sich durch seinen symmetrischen Aufbau aus, welcher es ihm ermöglicht, aus jeder Lage wieder aufstehen zu können. Ein weiteres, vielleicht eher ungewöhnliches Hauptmerkmal sind seine 3 Beine. Sie bieten den optimalen Kompromiss zwischen Komplexität der Fortbewegung und Gewichtersparnis. Angetrieben wird ein Bein durch jeweils 3 Motoren. Ein länglicher Motor im Oberschenkel ist für die Kniebewegung zuständig. Um möglichst hoch springen zu können, muss die Hüfte sehr kraftvoll sein. Space Hopper profitiert hier von einem Differentialgetriebe. Im Differentialgetriebe werden die Bewegungen des oberen und unteren Motors kombiniert. Für eine Auf- und Abbewegung des Beines müssen die beiden Motoren so genau gegenläufig drehen. Dahingegen müssen sie für die seitliche Bewegung in die gleiche Richtung drehen. Somit kommt die Bewegung des Beines nur auf die Relativbewegung der beiden Motoren an. Der große Vorteil dabei: beim Abspringen kann die Kraft beider Motoren kombiniert werden. Neben einem kräftigen Antrieb braucht es aber auch ein leichtes System, um möglichst hoch springen zu können. Deshalb haben wir uns bei der Konstruktion und Produktion speziell auf Leichtbau fokussiert. Die daraus resultierenden, oft sehr komplexen Teile wurden deswegen entweder aus Flugzeugaluminium 3D gedruckt oder direkt aus Vollmaterial gefräst. Der Zusammenbau verlief mehr oder weniger reibungslos. Die Komponenten des elektrischen Teams sind im Körper versteckt. Hier befindet sich zum Beispiel eine selbstentwickelte Platine, diverse Sensoren zur Navigation und auch 7 Lithium-Ionen-Batterien, welche den Roboter ca. 1 Stunde lang hüpfen lassen können. Da der Roboter nicht für die hohe Anziehungskraft der Erde ausgelegt ist, ist das Testen nicht ganz trivial. Wir begrenzten uns somit auf das Wesentliche, und zwar das Hüpfen und das Reorientieren. Das Hüpfen testen wir auf der Erde mit Hilfe eines Gegengewichtes. So kann der Roboter bei einem Gegengewicht von ca. 4 Kilogramm ganze 70 Zentimeter hoch springen, was auf Ceres 5 bis 6 Metern entspricht.
Das Reorientieren wird an einer dafür selbst entwickelten Vorrichtung getestet, welches dem Roboter ermöglicht, sich in allen 3 Raumrichtungen frei zu drehen. Nun, durch die komplexen Bewegungen würden hier übliche Controller schnell an ihre Grenzen kommen. Stattdessen nutzt Spacehopper Reinforcement Learning. So erlernt der Roboter in einer Simulation durch künstliche Intelligenz jeweils das optimale Verhalten für das Hüpfen, wie wir vorhin schon gesehen hatten, oder hier das Reorientieren. Dasselbe rechts in Real Life. Nun, natürlich lernt der Roboter auch immer noch weiter, denn schließlich hier gilt tatsächlich, Übung macht den Meister, selbst für Roboter. Innerhalb von 2 Semestern haben wir es geschafft, eine Mobilitätsplattform für Asteroiden zu entwickeln, was nicht möglich wäre ohne die Unterstützung unserer Coaches und unserer Sponsoren, denen wir an dieser Stelle danken möchten, vor allem für ihr Know-how, aber auch die finanzielle Unterstützung. Das Projekt läuft natürlich noch weiter, denn der Weg bis nach Ceres ist noch lang. Und vielleicht in ein paar Jahren kann Spacehopper den Weg für den Asteroidenbergbau bereiten, indem er mögliche Ziele wie Ceres im Voraus erkundet und so es auswerten kann. Wir freuen uns, Ihnen heute bei der Ausstellung noch mehr zu zeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.